Mit dem 19-jährigen Dänen Konrad Harder von Sporting Lissabon starte ich mein letztes Talente-Video, und zwar werde ich euch in diesem Video nochmal 5 Stürmer vorstellen, die ein hohes Potenzial haben, die relativ günstig zu bekommen sind und die auf jeden Fall auch euren Karrieremodus bereichern werden. Also der 19-jährige Konrad Harder startet mit einer 65, Marktwert von 2 Millionen, also relativ günstig zu bekommen, kann in der Offensive sowohl als ZOM eingesetzt werden, als auch als linker Flügelspieler. Ihr könnt ihn auch zum rechten Mittelfeldspieler umtrainieren. Linksfuß, vielleicht so eine Art Ian Robben und relativ günstig. Ich frage mich manchmal, warum ich mir diese Spieler nicht selber hole in meinen Karrieremodus, die ich hier mache. Aber naja, für euch 2 Millionen müsst ihr zuschlagen. Nach 5 simulierten Saisons ist der 19-Jährige mittlerweile 25 und spielt beim Hamburger SV, hat jetzt einen Marktwert von 51 Millionen, 84 Tempo, 81 Schießen, also quasi der geborene Strafraumstürmer. Wie gesagt, ihr müsst ihn mal ausprobieren, entweder kann er auch als hängender Stürmer spielen, hängende Spitze oder eher auf dem Flügel. Müsst ihr einfach mal ein bisschen rumprobieren, aber für das wenig Geld, 2 Millionen, würde ich mir auf jeden Fall mal überlegen, ob ich mir Konrad Harder in meine Mannschaft hole. Spieler Nummer 2 ist nicht nur auf dem Thumbnail drauf, sondern auch in meiner Preußen-Münster-Karriere. Es geht um den 17-jährigen Mustafa Erhan Hekimoglu von Beşiktaş Istanbul. Habe ich mir ja auch geholt im Tausch mit Malik Batmat, also der eine Türke ersetzt quasi den anderen Türken. 1,3 Millionen sein Marktwert, also auch relativ günstig zu bekommen. 62er Gesamtstärke am Anfang, hat aber ein Potenzial bis 86 und der macht sich auch noch bei mir in meiner Preußen-Münster-Karriere. Bleibt also da dran, wenn ihr seine Entwicklung so ein bisschen weiterverfolgen wollt. Wir gucken uns mal an, wofür es hier gereicht hat, als ich hier 5 Saisons simuliert habe. Der FC Barcelona hat sich nämlich seine Dienste gesichert, hat einen Marktwert jetzt von 44 Millionen, eine Freigabesumme von 87,1 Millionen Euro. Also ihr seht, da steckt ganz schön viel Potenzial drin. 86 Tempo, 83 Schuss, 80 Dribbling, um nur mal so ein paar Werte zu nennen. 3 Sterne schwacher Fuß, also ihr könnt auch theoretisch mit links schießen, aber seht zu, dass er mit dem rechten Fuß zum Abschluss kommt. Auch eher eine super Alternative für euren Kader im Karrieremodus. Spieler Nummer 3, dafür schauen wir nach Südamerika. Der 18-jährige Argentinier Santiago Lopez ist der nächste auf meiner Liste von Independiente. Schwieriger Name, habe ich hinbekommen, sehr gut. Der kann auch nicht nur im Sturm spielen, mit seinen 1,70 ist er auch für die Flügel einsetzbar. Rechter Flügel, linker Flügel, theoretisch auch als hängende Spitze, könnt ihr ja umtrainieren. 2 Millionen sein Marktwert, startet mit einer 64, hat ein Potenzial bis 85, hat eigentlich ganz okay Werte. 84 Tempo ist natürlich nicht ganz so verkehrt als Flügelspieler. Schauen wir mal, wie er sich hier nach 5 Saisons gemacht hat. Angekommen mittlerweile in Europa und zwar in der Premier League. Bei Crystal Palace hat er wirklich richtig gute Werte jetzt auch im Passen und im Dribbling bekommen. 87 Tempo dazu, 83 Schießen, Marktwert von 37 Millionen. Also gar nicht so teuer im Vergleich zu den anderen, die ja auch noch eine hohe Freigabesumme haben. Also Santiago Lopez eine etwas günstigere Variante für den Flügel oder auch vorne für den Sturm. Vorletzter Spieler, Spieler Nummer 4, der wird alleine schon gut, weil er bei Ajax Amsterdam ist. Und zwar ist es der 19-jährige Belgier Mika Goetz, der für den linken Flügel und auch für den rechten Flügel zur Verfügung steht. Hat 4 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß. Und ihr kennt das ja, entweder die Belgier oder die Spieler, die in den Niederlanden ausgebildet werden. Bei Ajax, bei Feyenoord, bei PSV, die haben eine richtig gute Jugendarbeit. Bringen seit Jahren richtig gute Jugendspieler raus. Er kostet auch ein bisschen mehr, 3,6 Millionen, müsste also ein bisschen Geld auf den Tisch legen. Es lohnt sich aber wirklich, hat ein Potenzial bis 85 und wir gucken mal, wo er nach 5 simulierten Saisons hier bei mir steht. Ein wirklich sehr, sehr überraschender Move. Er ist nämlich nach Österreich gewechselt zu Sturm Graz, hat jetzt schon eine 83, einen Marktwert von 45,5 Millionen. Also da ist er wirklich nicht mehr für jeden Verein zu bezahlen, hat aber auch richtig gute Werte. 85 Tempo, 89 Dribbling, 77 Schießen, 76 Passen. Also das sind alles okaye Werte, sage ich mal, für einen offensiven Spieler, für einen Flügelflitzer. 1,76 Rechtsfuß. Also auch den solltet ihr mal bei euch auf dem Zettel stehen haben. Last but not least, Sturmtalent Nummer 5 ist der 18-jährige Magui, der Spanier, der beim FC Chelsea beginnt, hat einen Marktwert von 3,3 Millionen, also ähnlich wie sein Vorgänger auch. Ein bisschen teurer, müsste auch ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen, aber auch er hat ein richtig, richtig gutes Potenzial. 69er Gesamtstärke und wir gucken jetzt mal auch hier, wo er nach 5 Saisons gelandet ist. Die Liga ist geblieben, die Stadt, in der er spielt, ist auch geblieben. Nur zum anderen Verein und zwar von Chelsea zu Arsenal. 84er Gesamtchecker hat er, Marktwert von 49,5 Millionen. Also ähnlich auch wie sein Vorgänger. Ein Talent, mit dem man eigentlich nie viel falsch macht. Ja, hat auch super Werte bei Tempo, bei Schießen, 82 Dribbling, 81 Physis, also kann auch ein bisschen seinen Körper einsetzen. Ist halt auch 1,87 groß, nicht ganz so klein. 4 Sterne schwacher Fuß kommen mit dazu, 3 Sterne Spezialbewegung, also auch eher richtig gutes Talent und eine Alternative, falls es mit den 4
anderen Spielern vorher nicht klappen sollte. Und damit bin ich also am Ende meiner Talente-Videos für dieses Jahr. Ihr könnt natürlich auch gerne immer weiter eure Vorschläge unten in die Kommentare reinschreiben. Die Talente, die ich euch jetzt hier vorgestellt habe, das sind wahrscheinlich auch nicht die besten, aber es sind auf jeden Fall richtig gute Talente. Ja, ich habe auch versucht, Leute rauszusuchen, die man vielleicht noch nicht so kennt. Ist mir vielleicht auch noch nicht gelungen oder nicht so gut gelungen. Je nachdem müsst ihr bewerten. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit, viel Glück, falls ihr einen meiner Spieler holen sollte, die ich euch vorgestellt habe. Und ansonsten sehen wir uns einfach wieder bei meinen nächsten Videos. Lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo und dann sehen wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao.